Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind Laura und Theresa, Deutsch-Muttersprachlerinnen und Deutschlehrerinnen und wir sprechen heute über Adjektive. Wir werden heute also gemeinsam unseren Wortschatz erweitern und Laura und ich werden ein ganz authentisches Gespräch auf unserer Muttersprache Deutsch führen. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Let's go! Bevor wir gleich starten, nochmal der Hinweis. Laura und ich sprechen in diesem Video ganz authentisch, so wie wir als deutsche Muttersprachlerinnen nun mal sprechen. Das heißt, es ist perfekt für dich, wenn du dein Hörverstehen trainieren möchtest, natürlich deinen Wortschatz erweitern möchtest und so weiter. Aber keine Sorge, falls du nicht alles verstehst, das ist auch vollkommen okay. Du hast immer die Möglichkeit, die Untertitel zu aktivieren, dann verstehst du es besser. Genau, und ich würde sagen, wir starten jetzt. Laura, ich habe mir das so vorgestellt. Ich habe Sätze mitgebracht und in diesen Sätzen gibt es Lücken. Das heißt, ein Wort, und zwar hier speziell ein Adjektiv, fehlt. Es ist nicht so, dass nur ein Adjektiv passen würde, sondern es gibt viele Optionen. Und du sagst mir einfach, welche Optionen passen würden. Okay? Dann. Ich habe das mal in so verschiedenen Kategorien geteilt und wir starten mal so alles zum Thema Alltag. Okay. Und das erste ist, ich liebe es, in einem Bett zu schlafen. In einem sauberen. Oder? Das wäre schon mal von Vorteil, ja. Könnte man empfehlen. In einem sauberen Bett zu schlafen? Okay, was noch? Ich hätte jetzt gesagt, in einem frisch bezogenen Bett Aha. vielleicht. Also mit frischer Bettwäsche. Genau, frisch bezogen. Also ich beziehe das Bett, dann ist das Bett frisch bezogen. Ja, sehr gut, okay. In einem duftenden Bett vielleicht. Okay. Keine Ahnung. Vielleicht hast du ein Lavendelspray Ja. für dein Bett, dann duftet es. Okay, ein duftendes Bett, okay. Was noch? Naja, wie ist ein Bett noch? Weich. Ja. Das war ein bisschen zu einfach. logisch. Ja. Ein weiches Bett, ein gemütliches Bett. Ja. Genau. Oder ein warmes Bett. Ja, genau. Sehr gut. Okay. Dann, das Essen in diesem Restaurant war unglaublich teuer. Nee. Du hast ganz andere Assoziationen als ich. Ja, ich war, glaube ich, ein bisschen Bist ein bisschen negativ eingestellt heute. Okay, nee, warte. Das Essen war unglaublich lecker. Ja, okay. Es war unglaublich delikat. Deliziös. Oh, wow. Oder köstlich. Köstlich, ja. Köstlich. Aha. Ja, oder halt auch teuer. Kann ja auch sein. Ja. Oder unglaublich günstig. Ja. Kann man ja auch positiv sehen. Sehr gut. Okay, dann, die Straße war so piep, dass wir kaum fahren konnten. Kaputt. Ich bin schon wieder negativ, aber Naja, okay, aber warte. es ist ja dann in Du dem kannst Fall nicht negativ. fahren. Ja, die Straße war kaputt oder die Ja. Straße war voll, also zum Beispiel, wenn Stau ist oder so, aber gut. Ja? Die Straße war kurvig. Ja, war so kurvig, dass wir kaum fahren konnten. Eng. Dankeschön. Wir machen Pantomime. Pantomime. Okay, die Straße war so eng. Aha. Ja, So, vor oder- allem in einer Altstadt, ne? Wenn es diese kleinen Gassen gibt, wo man nicht, wo man hoffen muss, dass kein Auto entgegenkommt. Genau. Also Ja. die Straße ist so eng. Die Straße ist, wir konnten kaum fahren, vielleicht so glatt im Winter. Wenn es voller Eis ist, dann kannst du auch nicht fahren. Ja. Oder es gibt auf Straßen sogenannte Schlaglöcher. Das sind kaputte Straßen, ne? Es gibt Löcher in diesen Straßen. Das nennt man Schlagloch, Schlaglöcher. Und wenn eine Straße viele Schlaglöcher hat, ist sie holprig. Holprig, ja. Holprig. Also mit Danke, dass du mir es erklärst. Ich bin nicht drauf gekommen, aber ja. Okay. Okay, nächster Satz noch und letzter Satz zum Thema Alltag. Er hat so lange gearbeitet, dass er jetzt wirklich piep ist.
kaputt. Kaputt Also ist? kaputt im Sinne von müde. Er ist wirklich müde. Er ist erschöpft. Er ist ausgelaugt. Also das alles beschreibt ja eigentlich den Zustand, dass du kaputt bist. Ja, Fertig. Genau, super. Ja, hätte ich auch gesagt. Also es bedeutet ja dann irgendwie was Negatives. Ne? Er hat so lange gearbeitet und dann ist die Konsequenz, dass er müde ist, Ja. erschöpft ist und so weiter. Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Kategorie. Und zwar geht es um Gefühle und Emotionen. Satz Nummer 1. Sie war Piep, als sie das Geburtstagsgeschenk sah. Überrascht. Sie war überrascht. Sie war glücklich. Sie war erfreut. Sie war gerührt, wenn sie es sehr emotional findet. Ja, genau, Ja. genau. Das könnte man zum Beispiel sagen, wenn das Geburtstagsgeschenk etwas sehr Persönliches ist und man weiß, die Person hat sich viele Gedanken gemacht, zum Beispiel, was sie mir schenken will. Genau, also dann würde man sagen, man ist gerührt. Ja, sehr gut. Okay. Dann, nach der Prüfung fühlte ich mich total piep. Okay, erstmal was Positives. Total erleichtert. Aha. Weil du es endlich geschafft hast. Ja. Also du bist glücklich, du bist erleichtert, froh. Oder je nachdem, wenn die Prüfung schlecht war, dann bist du vielleicht auch erschöpft. Du bist müde, du bist frustriert, wenn es einfach zu schwierig war. Ja. Ja, Ja, super. Genau, erleichtert, zufrieden, vielleicht auch entspannt. Ja, genau. Ja, sehr gut. Okay. Sie war Piep, weil sie nicht wusste, was sie tun sollte. ratlos. Sie war ratlos, sie war unsicher, Ja. sie war überfordert. Ja, genau. Oder zum Beispiel auch verwirrt. Ah ja, stimmt. Ne, wenn man irgendwie nicht weiß, was soll ich tun? Das ist natürlich auch immer je nach Situation dann abhängig, was am besten passt. Aber ja, genau, okay. Als er den Preis gewonnen hat, war er Glücklich. Stolz. Ja, vielleicht. Er war stolz. Also er hat etwas geschafft, das andere vielleicht nicht geschafft haben. Dann ist er sehr stolz. Ja, er war zufrieden mit sich selbst. Ja, fand ich gut. Okay. In der nächsten Kategorie geht es um die Natur und die Umgebung. Zum Beispiel, der Himmel war am Abend und wunderschön. Sternenklar. Okay. Was bedeutet das? Also es gab keine einzige Wolke am Himmel, sodass man die Sterne gesehen hat. Der Himmel war sternenklar. Wie hast du den Satz beendet? Und wunderschön. Der Himmel war am Abend wunderschön. Vielleicht leuchtend, also Aha. wenn die Sonne untergeht. Es war leuchtend, er war klar einfach nur, also ohne Wolken. Oder man sagt auch so, gerade im Sommer um, weiß ich nicht, 20 Uhr, das ist die Golden Hour. Also der Himmel war golden vielleicht, ne? Wenn die Sonne untergeht und dieses schöne goldene Licht überall ist. Genau. Okay. Die Luft in den Bergen war Sehr rein. Sie war rein, also wieder sauber. Eine reine oder frische Luft. Sie war sehr frisch, sehr rein. Könnte man noch sagen, sehr kalt, je nachdem, wo man ist. Genau, hätte ich auch gesagt, ja. Ja, frisch, kühl. Ja, super, angenehm. Okay. Der Wald wirkte Positiv oder negativ? alles möglich. Okay, erstmal negativ. Der Wald wirkte bedrohlich. Bedrohlich. Also wenn es ein dunkler Wald ist und du musst vielleicht alleine nachts ohne Licht da durchgehen, dann ist es sehr bedrohlich. Also Oder gespenstisch. gespenstisch, genau. Es gibt Geister und Gespenster dort. Also das wäre was Negatives. Oder aber positiv, der Wald wirkte friedlich. Aha. Also ja, so als gäbe es keine Probleme. Ja. Ein friedlicher Ort. Einfach weil es immer dort sehr ruhig ist. Ne? Man hört vielleicht auch gar keine Straßen und so. Also man ist da wie
in einer Meditation sozusagen. ja. Genau, also es ist friedlich. Vielleicht auch geheimnisvoll, ne? Weil es im Wald auch wahrscheinlich viele Dinge passieren, die wir nicht sehen können. Allein die ganzen Tiere, die in einem Wald leben, sind ja wilde Tiere. Also die sieht man ja als Mensch irgendwie sehr selten. Deswegen vielleicht auch geheimnisvoll. Und es gibt ja auch super viele Märchen, die in einem Wald spielen oder wo der Wald ein Teil davon ist. Deswegen glaube ich, ist ein Wald auch immer irgendetwas Mystisches Ja. oder Geheimnisvolles. So. Absolut, ja. Das stimmt. Okay, dann geht's weiter. Der Fluss war nach dem Regen. Überflutet. Okay. Also wenn er zu viel Wasser hatte, dann war er überflutet, sodass das Wasser über das Ufer geht. Der Fluss war, vielleicht könnte man sagen, reißend. Also reißend ist ein Fluss, der sehr viel Wasser hat und das Wasser extrem schnell fließt, sodass man auf gar keinen Fall mehr darin schwimmen kann oder sollte. Ja. Und oft ist es ja so, dass gerade Flüsse, die sehr klares Wasser normalerweise haben, nach dem Regen nicht mehr klar sind, sondern dreckig. dreckig, also trüb. Ne? Also, dass man den Boden zum Beispiel nicht mehr sehen kann. Man kann die Fische nicht mehr sehen. Das ist zum Beispiel auch nach dem Regen oft. Also dann ist das Wasser trüb, der Fluss ist trüb. Ja, sehr gut. Okay, machen wir weiter mit dem Thema Reisen. Das Hotel war piep, piep, piep und genau das, was wir uns erhofft hatten. Wunderschön. Ja, okay. Es war wunderschön. Es war, was könnte man noch sagen? Es Was war passt für ein Hotel noch? komfortabel. Es war modern, Vielleicht ein 5-Sterne-Hotel. Es war, luxuriös. ja, genau. Ja, komfortabel, luxuriös, gemütlich. Ja, okay. Die Stadt war abends sehr mit Musik und vielen Menschen. Belebt vielleicht. Also wenn es laut ist, wenn viel Leben dort ist, dann ist es eine belebte Stadt. Noch ein anderes Adjektiv mit diesem Lebendig? Ja, genau. Ah, okay, Aha. also das Gegenteil von tot sozusagen. Ja, genau. Eine lebendige Stadt. Was könnte man noch sagen? Wenn es viel Musik gibt, Laut. dann ist es laut vielleicht, genau. Ja. Das Dorf war und perfekt für einen erholsamen Urlaub. Also vielleicht genau das Gegenteil zur Stadt. Also auf jeden Fall ruhig. Das Dorf war ruhig. Es war entspannend. Wobei vielleicht eher der Urlaub entspannend ist und nicht das Dorf an sich. Aber was sagt man oft zu Dörfern, die in einer traumhaften Landschaft sind? Man sagt, oh, dieses Dorf ist so idyllisch. Ach klar, es ist Ja. idyllisch, genau. Ja, niemand stört. Man sagt, dort sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Stimmt. Also man kann viele Waldtiere zum Beispiel sehen, weil einfach kein Lärm und wenig Menschen dort sind. Ja, genau. Okay. Und zuletzt noch das Thema Beruf und Arbeit. Mein Kollege ist unglaublich und hat immer neue Ideen. Kreativ. Er ist sehr kreativ, er ist sehr talentiert, er ist sehr, könnte man noch sagen, er ist sehr Was ist noch ein anderes Wort für kreativ, wenn du viele Ideen hast? einfallsreich. Ja, genau. Einfall ist ja ein Synonym zu Idee. Ne? Also wenn du eine Idee hast, hast du einen Einfall. Es fällt dir etwas ein. Genau, deswegen kann man sagen, eine Person ist einfallsreich, wenn sie also immer irgendeine Idee hat, was man machen könnte, wie es weitergeht und so weiter. Ja, genau. Kreativ, innovativ, vielleicht auch einfallsreich. Ja, sehr gut. Okay. Das Meeting war ziemlich und hat lange gedauert. Langweilig. Vielleicht es war langweilig. Es war unproduktiv. Es war
anstrengend vielleicht auch. Ja, Ja, ein anderes Wort für langweilig ist noch langatmig, genau, könnte man sagen. genau, also dieses wirklich so, es hat so lange gedauert und es war nicht produktiv, es war nicht effizient. Dann kann man sagen, es ist wie hast du gesagt? Langatmig. Langatmig oder so zäh. Ah ja, stimmt, wie Es Kaugummi. ist wie ein Kaugummi, genau, so zäh. Ja. Okay. Und das letzte, mein Chef ist sehr und erklärt alles sehr deutlich. Nett. Ja. Mein Chef ist sehr nett. Okay, warte. Er erklärt alles sehr deutlich. Das heißt, er ist sehr, sehr genau, Ja. sehr präzise. Ja. Er ist sehr vielleicht auch mitfühlend, könnte man sagen, weil er versteht, dass die Mitarbeiter Anleitung brauchen. Also empathisch. Empathisch, genau. Ja. Ja, ich würde sagen, das passt. Sehr schön. Okay, ja, sehr gut. Und jetzt haben wir noch eine Aufgabe für euch. Und zwar ist noch ein Satz. Der Kunde war Piep und hat sich für unsere Lösung bedankt. Welche Adjektive könnten denn hier passen? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Also schreibt uns gerne eine Nachricht. Und ja, vielen Dank, Laura. Danke Ich finde, dir. du hast das sehr gut gemacht. Und ja, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder.